Herzlich willkommen zu den Plenty Markets News im Dezember 2022. Heute hören wir Neues zu der Artikel-UI, dem E-Mail-Builder und den neuen Benutzerrechten. Und dann klären wir noch die Frage, wer ist eigentlich in Zukunft verantwortlich für den wichtigen Bereich, also die wichtige Product Area Plenty Channel. Los geht's nach dem Intro. In diesem monatlich erscheinenden Format möchten wir euch einen aktuellen Überblick der Produktneuerungen geben bei Plenty Markets. An meiner Seite heute sind Attila Sekeli, General Engineering Manager, Arje Steven, Area Product Manager OMS and Automation, Thorsten Dachs, Area Product Manager CRM and Goods und heute ganz am Ende Lisa Haag, Area Product Manager Business Development. Und eine Person habe ich bewusst vergessen, dazu gleich mehr. Vorher möchte ich, dass ihr euch einen ganz wichtigen Termin in eurem Kalender markiert. Es geht um den 9.2.2023. An diesem Tag findet die Plenty Markets Keynote statt, einem digitalen Event, in welchem wir euch alle wichtigen Produktthemen der letzten Monate zusammenfassen und einen Ausblick auf 2023 geben. Also, woran arbeiten wir gerade und was sind unsere Ziele für 2023? Und dabei natürlich ganz wichtig, was bedeutet das alles für euch? Es gibt viel Spannendes zu berichten, also sei einfach live dabei und dadurch wirklich gut informiert. Nun habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Attila Sekeli, du bist seit 13 Jahren ein wichtiger Teil der Plenty Markets Produktentwicklung und bisher verantwortlich für Plenty Channel, also alle Marktplatzintegrationen an Plenty Markets. Und ja, du widmest dich quasi ab sofort neuen Herausforderungen bei uns. Attila, welche sind es eigentlich? Ja, das ist richtig. In den letzten Jahren habe ich super viel Spaß gehabt und es war auch eine riesen Herausforderung, den Bereich Marktplätze zu verantworten. Es ist einer unserer wichtigen Bereiche in der Software, aber am Ende des Tages sind wir eine Tech-Company und ich bin sehr froh, eine neue Herausforderung annehmen zu dürfen, und zwar unsere technische Basis zu verbessern, das Engineering-Bereich voranzutreiben, so dass wir am Ende des Tages die beste Softwarequalität liefern können, die wir es auch machen können. Super, wichtige Verantwortung. Toll, dass wir da jetzt den Fokus stärker drauf legen. Und die wichtige Frage bleibt, wer übernimmt eigentlich deine bisherige Rolle APM von Plenty Channel? Da sind wir sehr froh, den passenden Kandidat zu finden. Das ist der Daniel Bleichroth. Er bringt auch Erfahrung mit aus diesem Bereich und wir sind sicher, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Auch danke an dieser Stelle an Daniel, dass er die Herausforderung angenommen hat. Aber Daniel, du kannst dich auch selber vorstellen. Ja, hallo zusammen, wie Attila schon sagte, ich heiße Daniel. Ich habe zuletzt den Bereich Plattform, alles was mit Benutzeroberfläche zu tun hat, betreut und ich freue mich auf die Herausforderung bei Plenty Channel. Wunderbar. Spannende Neuigkeiten, spannende Veränderungen. Wir werden also bald sehen, was diese Veränderungen auch wirklich bringen, beziehungsweise was ihr davon habt. Daniel, leg doch direkt mal los, vielleicht mit irgendeiner Neuerung aus deinem früheren Team. Woran hast du oder dein Team bisher gearbeitet? Was war so das letzte Projekt? Oh, ja, das ist ein Projekt, wo wir tatsächlich noch dran sind. Und zwar geht es um die Berechtigung in Plenty Markets. Aktuell, wie ihr alle wisst, bestehen die Benutzerberechtigungen aus 6 UIs, Benutzerrechte, Rollenrechte, Konto, Sicherheit und so weiter. Wir werden versuchen, das Ganze zu vereinfachen. Wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten und am Ende werden das nur noch 2 UIs sein. Wir fokussieren uns vielmehr auf die Rollen. Dort wird es Vorlagen geben, also Presets. Der Identifikator wird geändert, der ist in Zukunft nicht mehr Benutzername, sondern das wird die E-Mail-Adresse sein. Da kommen noch diverse weitere Funktionalitäten zu, wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung oder der Abruf der Benutzerrechte via REST API. So, das zu meinem aktuellen Bereich. Und wir haben natürlich auch schon ein paar Informationen aus dem Bereich Plenty Channel mitgebracht. Das erste Thema, was wir hier haben, ist Eigenschaften für eBay. Das ist ein Wunsch, der schon relativ lange im Forum steht und ja, wir haben euer Feedback gehört. Die Entwicklung ist hier auch schon soweit abgeschlossen. Das Ganze befindet sich aktuell in der Testphase und die Eigenschaften, die werden sowohl für Listings als auch für Vorlagen dann in Kürze zur Verfügung stehen.
Zusätzlich haben wir noch ein weiteres Thema und das ist der Katalog. In diesem Bereich haben wir 2 weitere Marktplätze umgezogen. Zum einen ist das Bol.com. Dieser ist auch schon released, also kann dementsprechend auch schon genutzt werden. Und ein weiterer ist Zalando. Zalando ist aber aktuell noch in der Testphase, wird also noch ein wenig dauern. Zusätzlich möchte ich noch eine Ankündigung machen. Und zwar arbeiten wir im aktuellen OP, also das, was jetzt bei uns startet, an einem Katalog-Master-Template. Wir wissen, dass es aktuell relativ aufwendig ist, Kataloge zu mappen. Und mittels dieses Master-Templates sollte es für euch deutlich schneller und einfacher gehen. Daniel, vielleicht noch mal kurz einen weiteren Satz, damit das Thema Mapping klar ist. Was soll das Master-Template für einen Vorteil konkret bieten? Ja, nehmen wir zum Beispiel das Feld Hersteller. Das Feld Hersteller wird auf diversen Marktplätzen, in diversen Katalogen benötigt und aktuell muss es in jedem einzelnen Katalog manuell gemappt werden. Mittels des Master-Templates mappt man dies zum Beispiel nur einmal und es ist dann in allen entsprechenden Katalogen verfügbar. Super, jetzt hat es jeder verstanden. Verknüpfung also, prima. Daniel, bist du durch? Ich bin durch, danke. Sehr gut. Wer macht weiter von euch? Ich kann ja weitermachen. Der Thorsten hat sich ja letztes Mal beschwert, dass ich so lange und so viel erzähle, deswegen halte ich es relativ kurz heute. 2 kurze Themen. Die Order UI oder zur Order UI, was für viele interessant sein wird, ist, dass der Daniel hat es eben schon angesprochen, OP2 startet. In Kürze, das heißt unser nächster Entwicklungszeitraum. Da haben wir das Thema Kompaktansicht. Das bedeutet, um das ein bisschen plastischer zu machen, wir bauen eine ähnliche Ansicht, wie es in der alten Order UI schon vorhanden ist und die schmerzlich vermisst wird, die zusätzlich als Alternative zur Listenansicht zu den Suchergebnissen und Auftragssuchergebnissen angezeigt werden wird. Also man kann dann in Zukunft dazwischen switchen. So. Das wird, glaube ich, ganz interessant und ganz spannend. Wichtig dabei ist, das wird auch über die MyView sein. Das heißt, ihr könnt euch das dann individuell zusammenstellen. Das wird der Riesenvorteil zu dem sein, was es in der alten gibt. Das zweite Thema ist das Thema Document Builder. Da sucht das Team ab Januar weitere Beta-Tester. Deswegen, also wenn ihr da Interesse habt, bitte meldet euch da bei der Jacqueline Wendel. Einfach im Forum eine PN schreiben und die setzt sich dann mit euch in Verbindung. So, dann darf jetzt der Thorsten endlich. Danke dir, Aje. Da hast du aber nicht lange geredet. Ich rede auch nicht lange. Also vielleicht erstmal ein kurzes Update aus dem CRM-Bereich. Da haben wir jetzt die Verzahnung zwischen E-Mail-Builder und Messenger geschaffen, was eigentlich auch das Ziel war. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr eine Nachricht verfasst, im Messenger-Bereich eure Vorlagen auswählen, die ihr vorher mit dem E-Mail-Builder gestaltet habt und dann auf Basis dessen dann eure Nachrichten verfassen. Das war die eine Geschichte. Und zum anderen investieren wir gerade noch viel Zeit, um die Migrationsergebnisse der alten Vorlagen noch mal ein bisschen zu verbessern. Da gab es qualitativ tatsächlich noch Wünsche, die offen geblieben sind. Also da sind wir halt noch dran. Im Bereich der Item UI ist es so, dass wir weiter natürlich Sachen überführen, die es in der alten UI schon gab. Zurzeit war das jetzt, was ihr schon sehen könnt, der Etikettendruck, der jetzt da verfügbar ist. Oder auch die Funktion, die aktuelle Variante zur Hauptvariante macht. Das haben wir da drin. Was wir nochmal general überholt haben, das ist das Hinzufügen von Eigenschaften. Da war die bestehende Lösung tatsächlich überhaupt nicht performant. Vor allen Dingen nicht, wenn man viele Eigenschaften im System hatte. Und da ist es jetzt so, dass wir eine Variante der Eigenschaftsübersicht anbieten. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es jetzt sehr viel schneller ist, sondern dass man auch die Filter zur Verfügung hat, die man in dieser UI normalerweise auch hat. Macht's komfortabler. Und im App-Bereich ist das einzige Update erstmal folgendes, dass das, was wir angekündigt haben letztes Mal, also einen neuen Release der blauen App mit neuem SDK, das haben wir getan tatsächlich und damit ist es jetzt auch möglich, die neue Generation der Zettelkartenlesegeräte anzubinden. Also von daher, das hat ganz gut funktioniert. Und das war's schon, das war mein Update. Sehr gut, Thorsten, danke dir. Das heißt, wir merken uns, sowohl die Order UI als auch die Item UI befinden sich auf der finalen Zielgerade. Wenn ihr beim Testen irgendwelche Erkenntnisse habt, die ihr uns mitteilen wollt, tut das bitte, denn wir werden diese Projekte in den nächsten Wochen abschließen und dann sind das unsere primären UIs, mit denen ihr jeden Tag zu tun habt. An einigen wichtigen Sachen wird noch gearbeitet, das habt ihr gehört, oder da
kommen jetzt noch Dinge, aber wenn euch von den Dingen, die schon da sind, Themen auffallen, dann lasst es uns bitte wissen. So, dann machen wir jetzt mit der Lisa weiter. Bitteschön. Ja, sehr gut. Man merkt, die Themen werden kürzer, wenn man das Ganze hier monatlich macht, die Liste an Themen. Ich habe ein Update mitgebracht, und zwar möchte ich mich auf ein Announcement aus dem letzten Produkt-News-Video beziehen, und das war der Launch zum Plugin-Build 2. Wir haben auch angekündigt im letzten Video, dass wir wissen, dass wir damit große Probleme haben, und im letzten Monat ist viel passiert. Und ich bin sehr froh, dass da sehr viel passiert ist, weil ich mich in aller Form nochmal dafür entschuldigen möchte, dass wir wissen, dass die Situation für euch alle sehr, sehr dramatisch war. Wir haben mit sehr vielen Händlerinnen und Händlern, Agenturen und Partnern gesprochen und wissen, dass ihr mit dem gelaunchten Plugin Build 2 einfach nicht arbeiten konntet. Also möchte ich mich bedanken für die zahlreichen Posts und auch die Beschwerden, die eingegangen sind. Die haben uns die nötige Priorität aufgezeigt. Wir haben das Ganze intern aufbearbeitet, uns dann dran gemacht und viele große und kleine Änderungen am Plugin Build 2 gemacht, die es uns jetzt möglich machen, dass die Vorteile des Plugin Build 2 überhaupt erst zu Trage kommen. Denn die Bildzeit des Plugin Builds war das große Problem, was die Schwierigkeiten bei jedem Einzelnen waren, überhaupt den Plugin Build durchführen zu lassen. Wir wissen, dass das für eine sehr lange Zeit der Fall war. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt bei Bildzeiten sind, die unter dem Plugin Build 1 lagen und meistens unter 5 Minuten liegen, und wir gerade bei großen Plugin-Sets oder bei Plugin-Sets mit über Git eingebundenen Plugins, wir sehen, dass die Plugin-Zeiten jetzt wirklich wieder an einem Punkt sind, dass wir keine großen Beschwerden haben und alle wieder gut damit arbeiten können. Weiterhin, wir werden im Forum dazu Updates platzieren, wenn wir weiter Änderungen haben oder wenn doch noch Bugs auffallen, und die Diskussion da weiter verfolgen. Vielleicht nur noch mal zum Plugin-Build, was sind die Vorteile, die ich angekündigt habe im letzten Video. Das ist zum einen die Stabilität und die Sicherheit durch die Validierung der Ergebnisse im Prozess des Plugin-Builds, und die Teilschritte des Bildprozesses werden übersichtlicher dargestellt, und so kann dann auf die Fehlermeldungen gezielter eingegangen werden. Das ist besonders für die den Plugin-Build regelmäßig nutzen, also Agenturen, Partner oder Kundinnen mit großen Plugin-Sets, der eindeutige Vorteil, den hat man im letzten Monat noch nicht so gesehen, jetzt hoffentlich. Genau, und damit war es auch das aus der Area Business Development für diesen Monat. Wunderbar, vielen Dank euch für eure Updates. Jetzt liegen wir tatsächlich in dem gesetzten Zeitfenster von ungefähr 15 Minuten, was wir euch mitgeben, einmal im Monat, damit ihr möglichst angenehm über die allerwichtigsten Dinge informiert seid. Alles weitere natürlich im Changelog in unserem Forum und den dortigen Ankündigungen. Und wenn ihr immer so gut wie heute informiert sein möchtet, dann abonniert bitte unseren YouTube-Kanal. Und wir sehen uns dann wieder in dieser Zusammensetzung im Januar. Bis dahin wünsche ich euch viel Kraft. Es liegen noch 1 bis 2 richtig harte Wochen vor uns allen, bevor auch der E-Commerce endlich eine kleine Verschnaufpause einlegt. Und über alle unsere Händler, das wollte ich noch erwähnen, hinweg sieht es bisher trotz der allgemeinen Stimmungslage nach einem richtig guten Weihnachtsgeschäft aus. Und ich hoffe natürlich persönlich, dass ihr zu den Gewinnern dieses Weihnachtsgeschäfts gehört. Genießt eure Weihnachten und kommt hoffentlich in ein friedliches 2023. Bis dahin, alles Gute.